wo auch geschaut wurde, was ist denn die Hauptmotivation von Recreational-Usern. Und Entspannung war Platz 1 gewesen. Wenn ich die richtige Substanz finde, dann kann ich in sozialen Situationen funktionieren. Willkommen zur neuen Mary Jane Podcast-Folge. Mein heutiger Gast hat in seinem Leben schon knapp 2000 Studien zum Thema Cannabis gelesen. Bertan Türemis ist Neurobiologe, Senior Medical Science Liaison Manager der Sanity Group und Wissenschaftler durch und durch. Und deshalb musste ich ihn unbedingt in meinen Podcast einladen. Bertan hat sich schon als Kind damals beschäftigt, wie welche Nahrungsmittel sich auf den Körper auswirken. Mit 15, 16 hat er erste Erfahrungen mit Cannabis gemacht. Er beschreibt es als mystische Erfahrung. Warum und wie funktioniert Cannabis bei so vielen verschiedenen Symptomen? Wie hoch ist das Suchtpotenzial verglichen zu Alkohol und Nikotin? Wie hat Cannabis Bertan persönlich helfen können? All das habe ich ihn in dieser Folge gefragt. Lass uns reinstarten. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Bertan, ich habe immer so meine Standardfrage, die ich am Anfang stelle. Und die lautet: Was war dein Erlebnis rund um Cannabis, was dich so am meisten geprägt hat? Dass man mit sehr tiefen Schicksalsschlägen konfrontiert wird von Menschen, die sehr schwer krank sind. Noch lernen muss, dann sich selber abzugrenzen, weil ich für mich denke, ich bin ein sehr empathischer Mensch und mitfühlend und ich bin Biologe. Ich habe nicht gelernt, wie ein Arzt zum Beispiel, sich von einem Patienten zu distanzieren. Und ich habe mich stückweise für diese Menschen auch verantwortlich gefühlt. Das heißt, es kamen Menschen zu dir, die Hilfe gesucht haben? Kranke Menschen? Auch, aber mehr Ärzte auf mich zugekommen sind, die hilflos sind, weil sie am Ende ihrer Ideen angekommen sind für einen bestimmten Patienten. Ja. Wo ich dann gemeinsam mit dem Arzt versucht habe, eine Lösung für diesen Patienten zu finden. Und meistens geht es da um sehr schwere Krebsfälle oder die Ärzte kommen ja nur auf mich zu, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Das heißt, das sind meistens das sind Fälle, die aus dem normalen Standardsystem herausfallen. Und erst Zum Beispiel? Prostatakarzinom im Endstadium, ja. Oder ein sehr, sehr schwerer Fall war gewesen, da ist ein Arzt auf mich zugekommen. Dieses Kind hatte ganz schwere Spastiken. Und Spastik ist ja, dass sich quasi die Muskeln verkrampfen. Ja? Die Muskeln ziehen sich zusammen und lassen nicht mehr locker. Und dieses Kind hatte, weiß nicht, mehrere Dutzend Anfälle am Tag und war ständig in dieser Kauerhaltung, weil die Muskeln so verkrampft waren, dass sie nicht mehr locker lassen konnte. Ja? Und die einzige Lösung, die dieser Arzt noch gefunden hatte, war, ihr die Sehnen durchzutrennen, weil einfach kein Mittel geholfen hat. Und er hat gemeint gehabt, so, das Einzige, was ich jetzt noch sehe, ist, dass die Sehnen durchgetrennt werden, dass das Kind einfach mal wieder entspannt ist, aber das wird dann komplett immobil bleiben. Es wird seine Gliedmaßen nicht mehr bewegen können. Das war zum Beispiel so ein sehr, sehr schwerer Fall, der mich einfach sehr beschäftigt hat, wo ich mich dann auch verantwortlich gefühlt habe, eine Lösung für dieses Kind zu finden. Ja. Wo ich dann Tag und Nacht irgendwie Studienmaterial durchsucht habe und Also der Arzt wusste, bevor er jetzt diesen Eingriff macht, dass Cannabis helfen könnte als Lösung davor. Und deshalb ist der Arzt zu dir gekommen, richtig? Genau, weil es gibt ja zum Beispiel hochpotente CBD-Arzneimittel, Fertigarzneimittel, die werden zum Beispiel bei starken Spastiken eingesetzt. Da gibt es auch ein Fertigarzneimittel dazu. Und ich denke, deswegen hat er die Connection gemacht, okay, da gibt es einen Ansatz dazu und er hatte die Hoffnung, mit mir gemeinsam eine Lösung zu finden. Und lief das gut aus in deinem Fall, oder? Meine Arbeit ist meistens eine Einbahnstraße. Also ich kriege kein Feedback mehr vom Arzt, ob es geholfen hat oder nicht. Ich weiß nicht, was danach passiert. Sondern das ist eigentlich der Informationsfluss findet nur in eine Richtung statt. Dass ich den Arzt mit Informationen füttere. Ich erstelle Dossiers, wo ich Studien zusammenfasse und versuche ihm Handwerkszeug zu geben. Aber was danach passiert, das weiß ich halt nicht. Und das ist manchmal so ein bisschen schwieriger in meiner Arbeit, dass ich das Gefühl habe, da ist so ein großes schwarzes Loch, wo ich immer Informationen reinschmeiße, aber ich eigentlich nicht weiß, kommt es auch wirklich da an und
hat es geholfen oder nicht? Und ja. Wie viele Studien hast du schon gelesen, Bertan? Wenn ich es beziffern müsste, wahrscheinlich 1000, 2000, ich kann es dir nicht sagen. Also gerade am Anfang meiner Karriere habe ich jeden Tag 2, 3 Studien gelesen, bis ich das Gefühl hatte, so, okay, ich habe jetzt einen Überblick bekommen, jetzt wiederholen sich langsam die Sachen. Aber es hört ja nicht auf. Also Studien werden immer weiter durchgeführt. Das heißt, ich bin eigentlich konstant am Durchsuchen, was gibt's Neues, was gibt's Innovatives. Und wenn du sage ich mal, diese ganzen Studien, die du da gewälzt hast zum Thema Cannabis, was sind so die großen Bereiche, wo du sagst, okay, Cannabis kann da auf jeden Fall helfen und das ist für dich auch gar nicht mehr diskutierbar? Das sind die Indikationen, also diese Krankheitsbilder, zu denen es Fertigarzneimittel gibt. Also wir unterscheiden ja zwischen Rezepturarzneimitteln. Das heißt, die sind durch keine Zulassungsstudie gelaufen, sondern das nennt man einen individuellen Heilversuch, wo dann für den Patienten individuell versucht wird, eine Lösung zu finden. Ja. Und ein Fertigarzneimittel ist ja sowas wie zum Beispiel die ganz bekannten Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, die haben alle ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Und da gibt es nur 3 Stück in Deutschland für Cannabis-Arzneimittel. Und bei diesen Indikationen weiß man sehr, sehr sicher, dass es hilft. Und das sind zum einen zum Beispiel Multiple Sklerose, Spastiken bei Multiple Sklerose. Wir müssen ganz deutlich sagen, dass Cannabis keine Krankheit heilt, sondern nur Symptome lindert. Okay. Ja. Zum Beispiel bei Chemotherapie induzierter Übelkeit. Also Patienten, die eine Chemotherapie durchlaufen, starke Nebenwirkungen durch diese Medikamente haben und keinen Appetit mehr verspüren. Und vor allem diese Übelkeit zu kämpfen haben. Und da hilft Cannabis-Arzneimittel ganz gut. Und der dritte Fall war sehr seltene Formen von Epilepsie, nennen sich Lennox-Gastaut-Syndrom. Und Scheiße, jetzt fällt mir der zweite nicht ein. Aber es hat auch was mit Nerven zu tun? Ja. Weil ich frage mich immer, das sind ja teilweise sehr verschiedene Symptome. Ne? Also das eine, da geht es um Appetit, bei dem anderen geht es um Muskeln, bei dem anderen um Nerven. Dann denke ich mir so, hat Cannabis da irgendwie so einen Knopf im Körper, den Cannabis drücken kann und dann hilft es praktisch, diese Symptome zu lindern? Oder wie würdest du es einem Laien erklären, warum Cannabis bei solchen Symptomen helfen kann, weißt du? Also wir haben in unserem Körper das sogenannte Endokannabinoid-System. Das ist ein Regulierungssystem, was für ein Gleichgewicht in unserem Körper sorgt. Und jetzt muss ich einen kleinen Umweg machen, und zwar, wenn wir uns evolutionsbiologisch unsere Entwicklung anschauen, wo wir herkommen, wo wir heute sind, dann ist das Endokannabinoid-System ein ganz, ganz grundlegendes System, was sehr, sehr früh in der Evolution angelegt wurde. Das heißt für mich, je früher der Punkt in der Evolution ist, desto notwendiger war dieses System zum Überleben. Und der gemeinsame Vorfahre von einem Mensch und von einem Seeigel hatte bereits ein Endokannabinoid-System. Ein Seeigel? Ja. Wild. Also ich wiederhole es nochmal, der gemeinsame Vorfahre von einem Mensch und einem Seeigel hatte bereits ein Endokannabinoid-System. Okay, krass. Das heißt, dieses System war so wichtig in der Evolution gewesen, dass es sehr, sehr früh etabliert werden musste. Und dieses Endokannabinoid-System ist über den gesamten Körper verteilt. Es gibt kein zentrales Organ, was irgendwie alles steuert, wie zum Beispiel beim Gehirn oder so, sondern das nennt man ein ubiquitäres System, das ist über den gesamten Körper verteilt. Und der Ursprung dieses Systems war gewesen, wieder Ruhe ins System reinzubringen. Ja? Also wenn wir jetzt auf neuronaler Ebene, auf molekularer Ebene schauen, dann haben wir 2 Nervenzellen, die miteinander kommunizieren. Und diese Signalrichtung, die geht eigentlich nur in eine Richtung. Einer sendet und einer empfängt. Ja? Und ganz früh in der Evolution musste ein Schutzmechanismus entwickelt werden, dass die Empfängerzelle sagt, das ist mir gerade zu viel. Das ist zu viel Input, den ich gerade bekomme. Und dann muss der Senderzelle sagen, mach mal ein bisschen langsam. Und das ist das Endokannabinoid-System. Es ist ein Signalweg, der wieder zurückgeht zum Sender, der sagt, fahr mal runter. Und dann wird das ganze System runtergefahren. Und jetzt auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, warum das bei so vielen Krankheiten hilft. Dieses System ist im gesamten Körper verteilt. Im Gehirn, in den Knochen, in den Organen. Und
alle diese Systeme sind miteinander verbunden. Das heißt, es wirkt nicht nur spezifisch in einem Ort im Körper, sondern im gesamten Körper. Mhm. Und deswegen, wenn wir uns anschauen, bei welchen Krankheiten es helfen könnte, dann bringt es so ein bisschen einen Zusammenhang, weil es am Anfang wirkt es so wahllos. Ne? Was hat eine Übelkeit mit Schmerzen zu tun? Was hat Epilepsie mit Bauchschmerzen zu tun? Oder Morbus Crohn, dann wiederum mit Parkinson? Aber all diese Krankheiten haben eins gemeinsam, dass es eine Überregulation des Körpers ist. Sei es jetzt zum Beispiel, dass das Immunsystem zu stark funktioniert, wie zum Beispiel bei Arthrose, Rheuma, dass es gedämpft wird. Bei Spasmen ist es, dass die Muskeln zu stark funktionieren. Da sind wir bei dem Fall Genau, mit dem Kind beispielsweise, dass das reduziert wird. Oder auch alles, was mit dem Gehirn zu tun hat, dass das Gehirn überaktiv ist und dadurch wieder reduziert wird. Und viele dieser Krankheiten haben auch einen gemeinsamen Nenner, beispielsweise, wenn wir von Demenz, Parkinson und Autismus sprechen, dann haben alle diese Krankheiten gemeinsam, dass diese Patienten total angespannt sind. Das nennt man Agitation, die sind unruhig, die sind ängstlich und dieser Teilaspekt wird damit abgedeckt. Also nicht die Ursache der Krankheit, sondern Teilaspekte davon. Okay, krass. Das heißt, du hast diese tausende Studien alle gewälzt und weißt, wobei Cannabis helfen kann. Das heißt, Ärzte, Apotheker oder jegliche Entscheidungsträger, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zu dir und suchen einen Rat. Aber wie du gesagt hast, es ist halt eine Einbahnstraße. Du kannst praktisch eine Empfehlung abgeben, aber was sie letztendlich daraus machen, ist in deren Verantwortungsbereich. Ganz genau. Also der Arzt hat am Ende immer noch die Entscheidungsgewalt. Ich bin kein Arzt, ich bin Wissenschaftler. Ich kann nur die Antwort aus der wissenschaftlichen Brille geben, aber die Verantwortung liegt letzten Endes beim Arzt, weil hier sind wir jetzt auch wieder in dem Bereich Rezepturarzneimittel, Fertigarzneimittel. Ja. Bei Fertigarzneimitteln trägt die Verantwortung immer das Unternehmen, bei einem Rezepturarzneimittel trägt die Verantwortung immer der Arzt. Glaubst du, die haben dadurch auch so ein bisschen Angst, Cannabis bei ihren Patienten auszuprobieren? Dass sie das, wenn überhaupt, nur als, sage ich mal, Last Call, bevor ich hier die Sehnen durchschneide, ausprobiere? Oder glaubst du, dass die Ärzte mittlerweile so weit sind, dass sie das als was, sage ich mal, was Ernstes auch annehmen, weißt du? Es hat sich auf jeden Fall gebessert die letzten Jahre hinweg, dass die Ärzte interessierter sind an dem Thema. Aber ich denke, wir sind noch lange nicht so weit, dass es Standardpraxis geworden ist. Ja. Es hat zum einen damit zu tun, das Endokannabinoid-System, von dem ich gerade gesprochen habe, ist noch nicht Teil des ärztlichen Curriculums. Also es wird noch nicht gelehrt. Das ist seit den 90ern bekannt bereits, dass es das gibt und wie das funktioniert. Das wissen wir alles. Aber nur mal als Beispiel, ich habe 2013 mein Diplom in Neurobiologie gemacht. Und es war nicht Bestandteil meines Curriculums gewesen. Also ich habe mich explizit mit dem Gehirn beschäftigt und es kam einfach in keinem einzigen Buch vor. Deswegen kann ich es auch keinem Arzt verübeln, dass er sich halt nicht damit auskennt. Und dass dann natürlich auch Unsicherheiten entstehen, dass der Arzt sagt, ich kann das einfach Risiko nicht abschätzen. Und dann spielen natürlich die Medien eine große Rolle, die dann bestimmte Narrative prägen und bestimmte Risiken vielleicht ja, da will ich hin. Überbewerten. Danke, da wollte ich hin. Und dann setze ich das in den Köpfen der Ärzte fest und ich beobachte halt auch häufig, dass die Ärzte sich vielleicht vor x Jahren mal mit dem Thema beschäftigt haben, das dann als Wahrheit akzeptiert haben und sich danach nicht mehr damit beschäftigen, weil sie das Gefühl haben, ich habe mich ja mal damit beschäftigt, aber in der Zwischenzeit passiert ja auch unfassbar viel. Ja. Und eine Frage, die mir so auf der Zunge brannte, ist, wie du dazu gekommen bist, Studien zu wälzen. Weil ich habe ja auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, im Bachelor und im Master. Ich habe 2 Arbeiten geschrieben und ich habe viele Studien gewälzt. Ich würde aber behaupten, dass Studienlesen gar nicht mein Favorite war. Deshalb, Bertan, was ist es da so, was dich so brennt beim Studienlesen? Ich glaube, der Ursprung dieser Faszination für Studien war gewesen, dass ich nach einer Lösung für mich selber gesucht habe. Ich habe früh gemerkt, so mit
14, 15, mir geht's nicht gut. Ich konnte es noch gar nicht benennen, was eigentlich ist. Aus heutiger Brille würde ich sagen, es war eine beginnende Depression gewesen. Ich wusste nur, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich kann das Leben nicht genießen und alles ist grau. Und alle anderen haben Spaß, nur ich nicht. Ja. Und dann war ich auf der Suche nach Lösungen gewesen. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich hatte so ein Hausfrauenmagazin meiner Mutter damals gefunden. Und in diesem Hausfrauenmagazin stand drin, dass Schokolade glücklich machen würde. Dann habe ich mir gedacht, ja klar, dann esse ich halt ganz viel Schokolade und dann geht's mir gut. Geil. Und wie du vielleicht vermutest, hat es halt nicht geklappt. Ja. Sondern ich habe gemerkt, ich fühle mich genauso scheiße wie vorher auch. Ja. Dann habe ich in einem anderen Magazin von meiner Mutter, Blitzulu oder whatever, habe ich halt gelesen, dass Bananen glücklich machen. Da habe ich halt ganz viele Bananen gegessen. Geil. Okay? Geil, krass. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, vielleicht esse ich nicht genug Bananen. Also, und dann hat dieser Frageprozess begonnen, wo ich mich gefragt habe, wie viele Bananen muss ich eigentlich essen, um glücklich zu sein? Und da habe ich keine Antwort drauf gefunden. Also habe ich überlegt, was haben Bananen und Schokolade gemeinsam? Beides macht irgendwie glücklich. Also muss da doch irgendwas drin sein, was glücklich macht. Ja. Und dann habe ich herausgefunden, da gibt es eine Aminosäure, die heißt Tryptophan. Und die macht anscheinend glücklich. Ja? Und dann habe ich halt weiter recherchiert und herausgefunden, okay, es gibt ein sogenanntes Serotoninsystem im Körper. Und Serotonin wird auch das Glückshormon genannt. Und dieses Tryptophan, was in Bananen und was in Schokolade drin ist quasi die Vorstufe von diesem Serotonin. Ich mache jetzt einen sehr, sehr langen Bogen, aber ich komme auf deine Frage zurück. Nee, alles gut, aber das hast du nie mit 15, da warst du 15. Genau. Da hast du diese Recherche, gab es da schon Google mit 15? Also gegoogelt? Ich komme auch noch aus einer Zeit, da gab es kein Internet, das stimmt. Also mit 15 hast du dir das durchgelesen und wusstest, okay, da gibt es jetzt Serotonin und Tryptophan als Vorstufe. Und was war denn der nächste Step? Der nächste Step war gewesen, ich wollte wissen, wie viel Tryptophan muss ich einnehmen, um glücklich zu sein. Ja. Dann habe ich angefangen, nach Studien zu suchen. Und am Anfang hat mich eigentlich nur der Material- und Methodenteil interessiert, weil da steht drin, in welcher Dosierung, in welchem Gabeschema und welche Wirkung kann ich erwarten dann in den Results. Ja. Das war das Einzige, was mich interessiert hat. Der Rest fand ich überhaupt nicht interessant und hat mich total überwältigt. Ja? Ging es mir genauso wie dir. Ich hatte überhaupt keinen Bock drauf, alles nur auf Englisch. Ja. Aber ich konnte mich damit anfreunden, dass ich quasi nur so einen Absatz lesen muss, wo drin steht, wie viel muss ich einnehmen, in welchem Schema. Ja. Und dann hatte ich die Hoffnung, das wird funktionieren. Und dann habe ich halt gemerkt so, okay, mit Tryptophan ist es halt nicht getan. Kann ich Serotonin einfach so einnehmen und bin dann glücklich? Also, das ist eigentlich total logisch, oder? Und habe dann herausgefunden, dass es biochemisch nicht möglich ist, weil wenn ich Serotonin einnehmen würde, würde es nicht im Gehirn ankommen. Da gibt es eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Und dann habe ich versucht, wie nah kann ich ans Serotonin herankommen, damit ich die Wirkung bekomme, aber es muss durch diese Blut-Hirn-Schranke kommen. Ganz schön schlau warst du schon mit 15. Krasse Fragen auf jeden Fall. Und dann bin ich auf einen Stoff gekommen, der nennt sich 5-HTP. Das ist 5-Hydroxytryptophan. Das ist quasi eine Stufe zwischen diesem Tryptophan und Serotonin. Ja. Und diesen Stoff kann man sich tatsächlich kaufen, in Pillenform. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, dann nehme ich halt diese Pillen und dann geht's mir gut. Ja. Und das war so der Beginn quasi. Ich habe nach einer Lösung für mich selber gesucht. Und es war eine Notwendigkeit, diese Studien zu lesen und zu verstehen. Aber für mich war das damals wie so ein Schlüsselmoment gewesen, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt immer das Gefühl hatte, meine Gedanken und Emotionen sind wie so eine Naturgewalt. Da habe ich keinen Einfluss darauf. Ja. Die passieren einfach und ich bin ausgeliefert. Und als ich verstanden hatte, dass ich von außen quasi etwas im Inneren beeinflussen kann, auf Knopfdruck, ich kann sagen, wann ich mich wie fühlen möchte, dann hatte ich plötzlich das Gefühl, ich war wie in so einem Kontrollraum gewesen, wo mit ganz vielen Knöpfen und Reglern, und wenn ich Substanz X nehme, dann fühle ich mich Y. Glaubst du auch, weil ich habe letztens mal so ein Video veröffentlicht, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir ein Cannabis-Produkt entwickeln würden, bei was soll es dir helfen? Und die meisten sagen wirklich Entspannung.
weil wir heutzutage, so viele Menschen sind gestresst. Ich war letztens bei meiner Masseurin und die hat mir gesagt, irgendwie die Mehrheit der Leute, die sie massiert oder auch in ihrer Familie, haben irgendwie alle entweder Burnout oder Depression. Dass wir heutzutage so sehr gestresst sind und unter Anspannung und Strom, dass wir es fast verlernt haben, runterzuschalten. Ja. Und glaubst du, dass viele Menschen dadurch auch Cannabis rauchen? Also weil sie diese Entspannung, dieses Runterfahren, dieses Stück verbinden mit sich sein, fühlen wollen? Absolut. Also es ist vor wenigen Wochen erst eine wichtige Studie dazu veröffentlicht worden, eine deutsche Studie, wo auch geschaut wurde, was ist denn die Hauptmotivation von Recreational-Usern. Und Entspannung war Platz 1 gewesen. Ja. Ja. Also es gibt einen ganz hohen Bedarf, gerade weil wir in unserer heutigen Zeit einfach so viel Input bekommen, sei es durch Social Media oder durch die Medien oder du gehst raus und es ist laut und ich glaube, wir haben ein Stück weit verlernt, wieder diesen Nullpunkt in uns zu finden. Und ich meine, wer sitzt denn abends noch da und macht einfach mal nichts und langweilt sich? Gibt's nicht. Nee, aber das ist ganz wichtig eigentlich fürs Gehirn, dass du mal diese Ruhephasen hast, wo du verdaust, diese Impressionen irgendwie verarbeitest und das haben wir nicht. Wir haben die ganze Zeit Input. Das heißt, Cannabis kann praktisch, also welcher Knopf ist es da? Auch einer dieser Knöpfe, wo du gesagt hast, das ist dieser, wo ein Teil von deinem Körper oder Gehirn zu sehr aufdreht und einfach mal jetzt runterfahren muss und da kann praktisch das Cannabis helfen, wieder das Ganze, ist es das Gehirn, das runterfährt oder der Körper oder irgendwie alles oder wie funktioniert das genau, wenn man raucht? Also woher kommt diese Entspannung, ne, die jeder sich da so sucht? Also es kommt auf jeden Fall hauptsächlich aus dem Kopf. Ja. Weil viele dieser Dinge, die wir beschrieben haben, zum Beispiel auch Schmerz, entsteht im Kopf. Wenn ich mir in den Finger schneide, dann wandert dieses Signal vom Finger in mein Gehirn und mein Gehirn entscheidet dann, das ist Schmerz. Ja? Und mit Entspannung ist es halt genauso. Wir haben bestimmte Areale im Gehirn, zum Beispiel die Amygdala. Ja? Die Amygdala, die ist so das Angstzentrum in uns. Und wenn das überaktiv ist, dann haben wir diesen Dauerstresszustand, also auch was wir heute als generalisierte Angststörung bezeichnen. Und Cannabis kann helfen, diese Systeme herunterzufahren. Also es passiert zentral im Gehirn. Ich habe gestern ein sehr interessantes Video dazu, weil letztendlich, wenn du was im Außen versuchst, also was du brauchst, um runterzufahren, idealerweise ist es ja natürlich gut, wenn du es irgendwann schaffst, diesen Nullpunkt selbst wieder für dich zu finden und selbst runterzuregeln, dass wir wenn wir unbewusst konsumieren, also wirklich so zwischen Tür und Angel und ich will jetzt einfach nur rauchen, um runterzukommen, dass das gar nicht, dass das früher eigentlich gar nicht so gesehen war. Dass Menschen, die früher Cannabis geraucht haben, ein richtiges Ritual daraus gemacht haben. Also sei es mit Musik, Tanz, Stille oder Fasten und dass in einem Ritual es konsumiert wurde, um Verbindung mit sich selbst eigentlich zu haben und nicht nur eine Verbindung, sondern auch um Antworten zu bekommen und irgendwo auch zu heilen. Weil letztendlich, wenn man nicht runterkommt, gibt es ja immer eine Ursache. Also ich kenne das auch, ich bin auch so ein, ich hatte mal das Gefühl, mein Leben lang, ich muss leisten und wenn ich nicht leiste, bin ich nichts wert und dadurch konnte ich auch gar nicht abschalten, weil ich musste immer was machen. Ja. Ne? Bis ich irgendwann verstanden habe, okay, ich beschäftige mich mal mit diesem Glaubenssatz, wenn ich nichts leiste, bin ich nicht wert und das tut echt verdammt weh, sich dieses Thema anzuschauen, diese Verbindung zu sich zu haben und sagen, okay, du bist eigentlich schon wert, indem du bist, ohne was zu tun. Und dann auch zu lernen, runterzuregeln, zu lernen, zu sagen, ich mache jetzt gar nichts und fühle mich dabei gut und nicht irgendwie schlecht, weil ich hatte halt auch ganz oft so dieses Gefühl, ich mache nichts und habe mich dabei schlecht gefühlt. Und natürlich ist es dann einfacher, jetzt einen zu rauchen und von alleine runterzügeln, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man das bewusst zu sich nimmt und auch mit einer Art Intention. Ich glaube, dass du den langen und schweren Weg gegangen bist, dich mit dir selber zu beschäftigen, die Ursachen zu finden, aktiv an diesen Ursachen zu arbeiten, weil einen zu rauchen, um runterzukommen, ist halt schon grenzwertig an Substanzkonsumstörungen. Ne? Weil sobald du anfängst, eine Substanz zu nehmen,
ich nehme die Substanz jetzt, um runterzukommen, um mich zu entspannen. Und daraus wird dann ein Verhaltensmuster, du bist halt ganz schnell in der Sucht gelandet. Und ich glaube, dass den Weg, den du gegangen bist, wahrscheinlich der schwierigere Weg ist, aber der langfristig bessere Weg. Ich würde jetzt zum Beispiel niemandem empfehlen, wenn du dich angespannt fühlst, dann rauch halt ein. Und letzten Endes, diese Arbeit, die du dich mit dir selber zu beschäftigen, was du investiert hast, ist ja, du zehrst dein ganzes Leben davon. Ja. aber ich würde jetzt niemandem empfehlen, bis an sein Lebensende Cannabis zu rauchen, weil man nicht entspannt genug ist. Ich glaube, es hilft, um Impulse zu bekommen. Es hilft auch, um irgendwo sich, das ist eigentlich wie eine Me-Time, wenn man das mit einer Absicht konsumiert und sagt, okay, ich möchte jetzt was über mich selbst herausfinden, ich möchte herausfinden, was in mir blockiert und das als Prozess für sich zu nehmen, um sich selbst kennenzulernen, Verbindung zu sich zu haben, ist das sicherlich ein gutes Hilfsmittel. Aber wie gesagt, eine Sucht, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, wie hoch ist denn das Suchtpotenzial bei Cannabis? Weil ich glaube, das ist so das Risiko, wo wahrscheinlich Ärzte oder Konsumenten oder Apotheker, Entscheidungsträger am meisten immer heiß diskutieren, ist immer dieses Thema Sucht. Wie abhängig kann denn Cannabis machen? Also die Zahl, die mir jetzt spontan in den Kopf kommt, sind 3-4%. Aber ist nicht so hoch, oder? Also zum Beispiel Alkohol liegt, glaube ich, bei 10-12 habe ich im Kopf. Ja, und Nikotin noch höher. Nikotin noch viel, viel höher. Das heißt, verglichen mit anderen Substanzen ist Cannabis, sag ich mal, relativ sicher. Aber ich kann es natürlich nicht komplett ausschließen. Es gibt genug Psychiater, die mir jetzt wahrscheinlich die Stirn bieten würden und sagen, das Potenzial ist viel, viel größer. Ich glaube, das ist die Intention. Also es gibt auch Leute aus der Suchtprävention oder weiß ich wo, die definitiv sagen würden, hey, das Suchtpotenzial ist höher. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man halt bei jedem den Menschen dahinter sehen. Ne? Also konsumierst du, um zu betäuben, um dich zu fühlen, oder konsumierst du bewusst, um etwas über dich herauszufinden? Und das eine ist sicherlich nicht gesund, weil du eigentlich nur was verdrängst und nicht versuchst aufzuarbeiten. Das andere ist bewusst gewählt, um etwas aufzuarbeiten, zu heilen und ein Stück weit sich selbst näher zu kommen. Und das aber im Außen zu erkennen, ist mega schwierig. Ja. Ich meine, es würde ja voraussetzen, dass der Arzt sich sehr, sehr viel Zeit für den Patienten nimmt, um solche Dinge zu besprechen. Ja. In der Praxis hat man diese Zeit nicht. Das heißt, letzten Endes die Intention des Patienten ist meistens eine Sache, die der Patient mit sich selber ausmachen muss. Ja. Viele kennen diese Mechanismen dahinter auch nicht, wie eine Sucht sich entwickelt, über einen langen Zeitraum hinweg. Und ein ganz wichtiger Faktor aus den Studien ist zum Beispiel, wie Sucht definiert wird. Ja? Weil zum Beispiel aktuell ist es so, dass jeder, der Cannabis regelmäßig konsumiert, irgendwann quasi als Süchtiger gilt, laut Definition. Ja. Der steigert ja auch seine Dosis wegen Toleranzentwicklung beispielsweise. Damit ist er per Definition ein Süchtiger. Aber wenn wir das in dem medizinischen Kontext zum Beispiel mal uns anschauen, dann ist es natürlich eine Grundvoraussetzung, dass du es regelmäßig einnimmst und eine Toleranz sich dadurch entwickelt. Also bei zum Beispiel jemandem, der Antidepressiva nimmt, würdest du auch nicht sagen, der ist süchtig davon. Sondern es ist halt es ist einfach ein Teil davon zur Symptomlinderung. Und dann ist es akzeptiert. Aber bei Cannabis machen wir diesen Unterschied nicht. Das ist mir halt aufgefallen, dass wir sehr, sehr schnell jemanden als süchtig betiteln, obwohl vielleicht das Konsummuster noch nicht in einem problematischen Bereich ist. Ist wahrscheinlich auch abhängig davon, wie schnell er aufhören kann. Also bei manchen ist es ja so, die können ja von den einen auf den anderen Tag und der andere, der sagt, nee, das funktioniert nicht und mein Körper reagiert. Und das heißt, was würdest du sagen, ist so, weil du ja mit sehr vielen Leuten zu tun hast, was so das größte Mythos oder Irrtum über Cannabis, was du am weitesten verbreitest? Ich glaube, also in Bezug auf Sucht? Generell. Ich komme nochmal kurz auf die Sucht zurück. Ja. Und zwar, ich glaube, der größte Mythos ist, dass die Leute Angst haben vor dieser körperlichen Sucht. Die sehen sich dann schon irgendwie wie so ein Heroinabhängigen in der Ecke sitzen und Zitteranfälle kriegen und Schmerzen, aber das Kritische ist ja gar nicht dieser körperliche Entzug von Cannabis, sondern
der psychologische Entzug, der sich dann über Monate hinweg ziehen kann. Ja. Weil eine Sucht ist letztendlich ein Verhaltensmuster, was sich eingeprägt hat. Ja. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, du nimmst Cannabis um dich zu entspannen. Und wenn jetzt plötzlich dieser Regulierungsmechanismus nicht mehr vorhanden ist, dann stehen die Leute vor einer Leere. Und das ist das, womit du dich dann teilweise monatelang noch später beschäftigst. Also dieser körperliche Entzug ist unangenehm, aber ich würde nicht sagen, dass es schlimmer ist als eine Erkältung. Und nach ein paar Tagen ist es auch rum, dass du dieses körperliche Verlangen hast. Ja. Aber das wirklich Schwerwiegende ist die psychische Sucht. Okay, das heißt, also wenn man süchtig ist, das ist schon ein Mix, ist also Körper und Verstand, aber das, womit man definitiv mehr zu kämpfen hat, ist der Verstand, der dann praktisch. Weil es genau das ist, was du vorhin beschrieben hast, dass du dich mit dir selber auseinandersetzen musst. Du musst dich mit dir selber beschäftigen, du musst nach deinen Triggern suchen. Was sind die Auslöser für bestimmte Verhaltensmuster? An denen muss man aktiv arbeiten. Und das ist ein langer und das ist ein schmerzhafter Prozess für viele Leute. Und da muss man dann durch. Das verstehe ich auf jeden Fall, dass man da keinen Bock drauf hat. Das ist sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit all seinen Schmerzpunkten und seinen Triggern und seinen inneren Kindern, die man da so mit sich trägt. Klingt nicht fun, also. Leute, ich verstehe euch wirklich, wenn ihr es nicht machen wollt. Nee, ja krass. Und hast du so eine Art Favorite-Studien, wo du dir denkst, okay, ich schaue mir nur eine an, aber dann schaust du auf die Uhr und dann sind so 5 Stunden vergangen und bist ja voll in deinem Rabbit Hole gelandet. Also ich finde alles spannend, was innovativ ist, was es noch nie gab. Aber ich finde auch alles spannend und komme ich wieder an diesen Punkt, wo ich als 15-Jähriger mich mit mir selber beschäftige. Ich finde natürlich alles spannend, was mich irgendwie betrifft. Also zum Beispiel das Thema Sozialphobie oder das Thema Angst. Wenn ich da irgendwo eine Studie lese, dann bin ich natürlich so voll heiß drauf und will wissen, was ist da passiert, wie wurde das gemacht und wer hat es geschrieben, hat er noch mehr Arbeiten gemacht und dann komme ich in so ein Rabbit Hole, dass ich dann eine Studie nach der anderen lese und dann auf die Uhr gucke und merke so, oh scheiße, ist ja schon 1 Uhr nachts. Aber Sozialphobie, das ist praktisch, wenn du in Räumen kommst mit sehr vielen Menschen oder generell mit mehr als 2 oder 3 oder... Also es hängt nicht von einer Menge von Menschen ab, sondern die Sozialphobie ist ja im Prinzip eine Angst vor Beurteilung. Ah, krass. Ich dachte, das hängt an der Menschenmenge ab. Nee, das ist, glaube ich, hat eine andere Bezeichnung, was du meinst, dass man Angst vor Menschenmassen hat. Ja. Aber mein Kernthema ist Angst vor Ablehnung und Angst vor Bewertung. Hat das nicht jeder? Ja, aber das geht halt bei mir so weit, dass ich dann auch Menschenkontakt komplett vermeide. Okay, krass. Dann auch mal so einfach mal 3 Wochen in der Wohnung bin und nicht rauskomme. Und früher war das halt so schlimm gewesen, dass ich halt, wenn ich einkaufen gegangen bin, dann habe ich mir ein Skript geschrieben, was ich der Kassiererin sagen werde. Krass. Weil mich das so überfordert hat, wenn ich an der Kasse stehe und ich muss mit der reden. Das hat mich einfach total... Ich merke jetzt schon, wie ich nasse Hände bekomme, aber das war damals wirklich, wirklich schlimm gewesen. Ja, weil je mehr Zeit du auch alleine verbringst, desto mehr verlernst du ja auch, wie mit Menschen umzugehen. Und das ist so ein selbstverstärkender Mechanismus, der dahinter steckt. Also ich vermeide diese Situation. Ich bekomme gar nicht die Chance, neue Erfahrungen zu sammeln, dass die Situation vielleicht gar nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Und damit verstärkt sich dieser Mechanismus, bis ich halt irgendwann komplett menschenscheu werde und Menschen auch als feindlich wahrnehme. Oder ich habe Angst, dass ich kann nicht mal begründen, was die Angst ist. Es ist einfach so, ich fühle mich unwohl in der Gegenwart von Menschen. Und was hat dir bisher helfen können, mit dieser Angst umzugehen? Ich habe viel mit Substanzen experimentiert. Das ist ja genau das, wo wir vorhin angefangen hatten, mit dieser ersten Substanz. Und dann habe ich halt immer die Lösung im Außen gesucht. Ich habe immer gedacht, wenn ich die richtige Substanz finde, dann kann ich in sozialen Situationen funktionieren.
Und ich habe nicht verstanden, was mit mir nicht stimmt, weil alle meine Freunde haben doch Spaß, wenn sie auf eine Party gehen. Ja. Die freuen sich, wenn sie Freunde treffen. Warum kann ich das nicht? Also Partys machen mir keinen Spaß. Und meine Freunde treffen fühlt sich nicht gut an. Ja. Obwohl es eigentlich Menschen sind, die ich liebe. Ja. Und dann habe ich halt sehr, sehr viel versucht, von außen mein Inneres zu verändern. Aber letzten Endes das Einzige, was mir wirklich geholfen hat, war eine kognitive Verhaltenstherapie mit einem Psychologen zusammen. Das heißt, ich muss mich mit Situationen auseinandersetzen, die mir Angst machen, um dann zu lernen, ist gar nicht so, wie ich es mir im Vorfeld gedacht habe. Und mit jeder Erfahrung, die du gemacht hast, wurde es dann auch besser? Ja, aber es ist wie so ein Muskel, den man trainieren muss. Also es reicht nicht, diese Verhaltenstherapie zu machen und dann bist du geheilt und dann kannst du glücklich auf jede Party gehen. Ja. Sondern wenn ich wieder längere Phasen habe, wo ich mich zurückziehe, dann merke ich wieder, ich brauche wieder, um in das soziale Leben hineinzukommen. Und ich muss konstant dieser Situation ausgesetzt sein. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich als introvertierter Sozialphobiker in dieser Cannabis-Welt versuche, irgendwie einen Impact zu machen, indem ich irgendwie als Speaker unterwegs bin, auf Panels gehe, auf Konferenzen fremde Leute anspreche, Ärzte irgendwie zu motivieren. Ja. Also es ist ein aktives Auseinandersetzen mit meiner Angst eigentlich. Mega mutig. Ich denke, ich bin auch vom Typ introvertiert und mir sagt das auch sehr viel Energie, auf Partys zu gehen mit vielen Menschen. Ja. Ich habe jetzt nicht so die große Angst wie du, aber ich finde es dann schon krass, dass du dich jedes Mal da überwindest, aber wirklich diese Angst, abgelehnt zu werden, die verstehe ich vollkommen, ne? Also vor allem gerade als introvertierter, empathischer Mensch will man irgendwo immer gefallen. Man will immer gefallen, ne? Was sicherlich in einem gewissen Ausmaß nicht gesund ist. Und deshalb habe ich mich ja auch so die letzten Jahre so sehr mit meinem Selbstwert beschäftigen müssen, weil natürlich dieses im Außen Angst zu haben, bewertet zu werden, kritisiert zu werden, abgelehnt zu werden, dass das idealerweise mit mir nicht so viel im Inneren macht und sich da wirklich mit diesem ganzen Innenleben, was da so passiert, wenn eine Person was Schlechtes sagt, sich damit auch auseinanderzusetzen. Aber das ist, wie du sagst, ein Weg. Du hast ja gerade gesagt gehabt, so, dass du sehr stark an deinem Selbstwert gearbeitet hast. Ja. Was war für dich, dass du gesagt hast, das war ein Schlüsselmoment, der dir geholfen hat, deinen Selbstwert zu finden? Bei mir ist es so, dass ich bin sehr empathisch, das heißt sehr fühlig. Und wenn man so empathisch und fühlig ist, bekommt man so viel von dieser Außenwelt mit, also so viele Emotionen und Schwingungen. Ich weiß nicht, ist es bei dir auch so, wenn du in einem Raum gehst, du kriegst einfach jede Schwingung, die dingst so in dein Energiefeld und denkst so, okay. Dass ich erstmal gelernt habe, bei mir zu bleiben, also dass ich in meiner Energie bleibe, mich zu fühlen. Also manchmal hilft es, in den Raum zu gehen und ich merke, komische Energie in diesem Raum, dann atme ich einfach und dann spüre ich einfach meinen Atem. Also wirklich nur, und dann spüre ich einfach, okay, geht gerade in die Lunge und dann geht sie da raus und dann weiß ich, okay, ich bin gerade wieder bei mir. Und das ist schon 1000-mal entspannter als bei den 1000 anderen Menschen, die da so switchen. Das war zum einen die Verbindung zu mir, zu üben, wenn es ruhig ist, damit, wenn viel los ist, ich das auch abrufen kann. Und dann ist auch die Sache, meine Eltern haben sich früher viel gestritten, als ich klein war, was dazu geführt hat, dass ich als Kind immer gesagt habe, so, ich kümmere mich jetzt hier um diese Familie und von klein auf war ich immer gut in der Schule. Ich habe mich um meine kleine Schwester gekümmert, alle mal happy gemacht in meiner Umgebung. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich löse dieses innere Kind mal auf, dass das innere Kind sich irgendwie um alle Menschen und um das Glück der Menschen um es herum kümmern muss, weil ich bin nicht mehr das Kind. Ich bin jetzt erwachsen, ich darf jetzt auf mich hören. Ich darf verstehen, dass jeder für sein Glück selbst verantwortlich ist und ich eigentlich nur für mein Glück verantwortlich bin. Und ja, das aufzuarbeiten, das war ein Weg. Also da sind so verschiedene Faktoren, die da in diesen Glaubenssatz reinspielen. Ja. Ich bin nur so viel wert, wie ich Zustimmung oder Liebe von außen bekomme und zu lernen, dass ich mir jetzt selbst die Liebe gebe.
Ich glaube, ich bin auch noch nicht da, wo ich sein sein will. Es ist, glaube ich, auch einfach so ein Weg des Menschenseins, sich selbst zu entdecken, sich lernen, selbst zu lieben. Und wie du sagst, mit jeder Erfahrung, die du ja machst, tust du dich ja auch selbst irgendwo entdecken, ne? Bertan. Und ich finde, wenn als introvertierter, empathischer Mensch, das ist für mich eigentlich eine Superpower, irgendwann, als ich es gecheckt habe, dass du in einen Raum gehst und die Schwingung spürst, Bertan, dass du genau weißt, die Person ist gerade richtig schlecht gelaunt, bevor die Person überhaupt mit dir geredet hat. Oder die Person, die ist gerade voll gut gelaunt. Das ist eigentlich eine Superpower, Bertan, wirklich. Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich es erst seit kurzem für mich entdeckt habe, dass es eine Superpower ist. Das ist eine Superpower. Ich habe früher, also ich glaube, dass der Ursprung dieses Empfänglichsein für andere Menschen, Schwingungen, wie du es nennen möchtest, ich glaube, dass es ein Selbstschutzmechanismus ist, weil du willst ja gefallen. Ja. Das heißt, du musst lesen können, was gefällt dem anderen. Ja. Das ist dann die Seite, die du zeigst. Ja. Was auch ultra manipulativ ist, finde ich. Ja. Aber du versuchst ja irgendwie, dich gerade so zu zeigen von der Seite, die dem anderen gefällt. Das heißt, du musst ja konstant lesen, ja. Wie ist die Mimik, wie ist die Haltung, wie ist die Tonlage in der Stimme. Du musst diese Signale irgendwie wahrnehmen können. Ja. Und es passiert alles unterbewusst. Also ich nehme, das ja nicht bewusst war, der zieht jetzt die Mundwinkel runter, also geht es ihm schlecht. Ja. Sondern es ist so ein intuitives Gefühl, dass ich das Gefühl habe, so, okay, wenn ich das so sage, dann lächelt er. Und wenn ich das so sage, dann findet er das nicht gut. Ja. Und ich habe heute erst verstanden, so wie du sagst, dass es eine Superkraft ist, ist irgendwo auch, es fühlt sich manchmal an wie so Gedankenlesen, dass du das Gefühl hast, so ich check ganz genau, was bei dem gerade abgeht. Ja. Und das entdecke ich gerade erst für mich selber. Irgendwann habe ich gecheckt, okay, das ist eine Superpower. Aber wie nutze ich diese Superpower? Und das ist ganz interessant, weil ich dadurch manchmal auch in Mitarbeitergesprächen ganz andere Fragen stelle. Oder ich kann mich auch daran erinnern, auf der Messe, wir haben einen Produktionsleiter, der ist on fire gewesen. Der war aber auch teilweise so unter Anspannung. Und es gab da Momente, wenn ich ihn gesehen habe, bin ich einfach zu ihm hin und habe ihn umarmt. Und kennt ihr diese normale Umarmung, tut man umarmen und dann wieder loslassen. Und ich habe ihn nicht losgelassen. Und er so, ist das jetzt ein Knuddler? Ich so, ja, du kriegst jetzt einen Knuddler, damit du jetzt runterkommst. Und ich habe auch gespürt in dem Moment, der kommt jetzt runter durch diese Begegnung, die wir hatten. Und kann jetzt ein bisschen entspannter weiterarbeiten. Weil diese Superpower, wenn du es schaffst, beide zu bleiben in deinem Nullpunkt. Und mein Nullpunkt ist halt immer so heiter, gut gelaunt, positive Vibes, dass die auch immer mitschwingen. Also, dass egal wie schlecht ein Mensch gelaunt sein kann, wenn ich trotzdem in meiner Energie bleibe, immer noch gut gelaunt, der kann mir sagen, was er will, dass die andere Person irgendwann sowieso auch, irgendwann kommt dieses Lächeln durch. Das ist einfach nicht, es ist unvermeidbar, weißt du? Und da habe ich gemerkt, das ist die Superpower. Ja. Dass, wenn ich merke, ich spüre, die andere Person geht es nicht gut, das ist in Ordnung, ich kann sie da stehen lassen, aber ich spüre auch mich gerade, dass es mir richtig gut geht. Ich kann mich abgrenzen, ich kann in meiner Zone bleiben und ich weiß, dass diese Liebe, diese Zone sogar sich verbreiten kann, weißt du? Und deshalb glaube ich, habe ich schon so gemerkt, hey, das ist eine Superpower. Deshalb hast du eine Superpower, Berta. Ich finde es spannend, dass du dich in diese Situation, die du gerade beschrieben hast, aber auch wieder verantwortlich für deinen Mitarbeiter gefühlt hast, dass es ihm jetzt besser geht. Weil gerade eben du meintest, jeder ist für sein Glück selber verantwortlich. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, jeder ist für seine Emotionen und für seine Gedanken verantwortlich. Ja. Aber in dem Moment hast du dich verantwortlich für ihn gefühlt, dass es ihm besser geht, oder? Genau, in dem Moment war, ich meine, die Mary Jane an sich, also Mary Jane Berlin, das Event, das ist ein Riesenevent. Also diese Produktion, da gibt es dann schon Momente, wo jeder von A nach B huscht. Und wenn du als Head, sag ich mal, auch so gestresst wärst, ne, dann würden alle geführt durchdrehen. Aber wir haben auch einen neuen Geschäftsführer. Der ist auch unter anderem Geschäftsführer, weil der so der Fels in der Brandung ist. Man kann ihn nichts aus der Ruhe bringen und egal was passiert, gefühlt könnte diese Messerhalle abbrennen und der ist immer noch entspannt und wir wissen, alles wird gut. Was ist sein Geheimnis? Ich werde ihn mal einladen und fragen, wirklich. Aber deshalb meine ich, in dem Moment habe ich einfach ein Stück weit meine Energie einfach mal geteilt, weil ich teile auch gern einfach meine Energie, weil ich weiß, das hilft. Aber natürlich weiß ich auch, dass
die ganz tiefen Themen, die jetzt getriggert werden bei einer Person, die jetzt, sage ich mal, an einer gewissen Aufgabe oder bei einer Mitarbeiterin, die sollte einen neuen Aufgabenbereich übernehmen und sie hat immer gesagt, ja, ich hätte Bock, aber. Und ich habe schon gespürt, da ist so eine Angst. Dann haben wir das einfach nur mal erörtert, da hat sie die Angst benannt und dann habe ich gesagt, hey, nimm dir doch die Zeit, um diese Angst dir anzuschauen. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Aber dann gib mir nochmal die Antwort auf die Frage, aber die soll aus dem Herzen kommen, aber nicht aus deiner Angst, aus dem Verstand. Also ich kann dir dann sozusagen, ich kann dir helfen, diese Angst zu benennen, aber dann mit dieser Angst umzugehen und die zu verarbeiten, natürlich machen die Mitarbeiter das immer noch selbst, aber wenn die offen dafür sind, dann tue ich da schon so einen kleinen Spiegel vorhalten und sagen, hey, da ist vielleicht was dich gerade bei dieser Aufgabe, die du gerade machst, irgendwie behindert und dadurch bist du frustriert, weil es nicht so vorankommt, wie du es möchtest. Aber ja, wenn du Bock hast, schau dir das an. Blitzrunde, ich stelle dir ein paar kurze Fragen. Erste, größter Mythos um Cannabis. Größter Mythos. Ich würde sagen, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist. Das sehe ich nicht so. Dein erster Kontakt mit Cannabis, positiv oder negativ? Negativ. Boah, das ist nur eine Blitzfrage-Runde, aber I want the tea. Ja, ich merke schon, es juckt so voll in den Fingern. Okay. Was würdest du Jugendlichen gerne über Cannabis sagen? Wartet mit dem Konsum von Cannabis, bis ihr alt genug seid. Mindestens 21. Lieber streng reguliert oder lieber liberal? Liberal. Lieber streng reguliert oder lieber liberal? Klare Regeln, aber liberal. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist das Stigma über Cannabis noch? 8. Oh, so hoch würdest du es einschätzen? Ja. Krass. Also gerade im medizinischen Bereich. Das heißt, was glaubst du, müsste noch passieren, damit Ärzte, Apotheker das Cannabis als normaler ansehen? Also es gibt ja sogenannte Leitlinien für Ärzte. Das sind im Prinzip Handlungsempfehlungen und Behandlungsempfehlungen von Fachgremien für Ärzte. Und da werden zum Beispiel viele Studien ausgewertet. Ja. Und dann wird gesagt, bei folgender Indikation kann man folgende Medikamente verwenden. Und das ist für einen Arzt im Prinzip so ein Regelwerk, dass er weiß, okay, wenn Patient X mit Krankheit Y kommt, gebe ich ihm Z. Ja. Und da sind wir noch lange nicht so weit, dass Cannabis in diesen Leitlinien auftaucht. Es gab dieses Jahr die Aktualisierung der Endometriose-Leitlinie, wo Cannabis tatsächlich erwähnt wird als optional neben den anerkannten Schmerzmitteln. Das ist eine Revolution gewesen. Krass. Aber bis wir so weit sind, dass es bei allen Indikationen in der Leitlinie steht, und erst dann werden die Ärzte sagen, okay, ich kann mir sicher sein, der Konsens da draußen ist, dass Cannabis bei dieser Krankheit hilft. Was glaubst du, wie viele Jahre dauert das noch? Also so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, mindestens 10. Krass. Aber das heißt, wenn ich jetzt als Patient mich selbst schon informiere oder halt ganz viele Videos von Bertan mir anschaue und weiß, Cannabis kann mir helfen bei meinem Symptom, wäre schon gut, einen Arzt zu finden, der dafür offen wäre, es mit mir zu testen in dem Sinne, ne? Weil ansonsten wird er eher Schiss bekommen, so gesehen. Absolut. Also einen Arzt zu überzeugen, Cannabis anzuwenden, der es noch nie angewendet hat, ist ein sehr anstrengender Prozess. Bedarf sehr viel Information. Es ist einfach ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Ja. Und der Arzt hat auch einiges zu beachten. Ja. Deswegen ein Arzt, der sich damit auskennt, wird es wahrscheinlich einfacher haben. Okay, krass. 10 Jahre. Ja, aber ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar, du hast ja selber gesagt, dass du kein Cannabis konsumierst. Nee. Und die Standardfrage in dieser ganzen Cannabis-Branche ist immer, wie bist du zu dem Thema gekommen? Und ich hatte mir überlegt gehabt, so, warum denkt sich eine Jung, hey, ich ziehe jetzt einfach mal die größte Cannabis-Messe der Welt auf, obwohl ich mit dem Thema eigentlich nichts am Hut habe. Duck und ich, wir sind schon zusammen, seitdem wir 16 sind. Das heißt, seitdem wir in der Schule sind wir zusammen. Und wir haben sogar eine Fernbeziehung geführt, ne? Berlin, Frankfurt am Main. Und für den Bachelor, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe ich gesagt, du, lass uns mal probieren, ob wir auch, wenn wir beieinander leben, zusammen sein können. Also bin ich dann nach Frankfurt gezogen, habe dort Bachelor studiert. Für den Master bin ich wieder zurückgegangen nach Berlin und er ist mitgekommen. Und er hat ein Auslandssemester gemacht in den USA.
und kam dann zurück und meinte, ja Schatz, also ich mache jetzt eine Cannabis-Messe und du hilfst mir. Und ich so, ich sage so, ja, aber eigentlich schreibe ich gerade meine Masterarbeit und ich will mein Studium zu Ende machen und das ist auch mein Fokus, habe ich gesagt zu ihm. Aber ich habe ihm trotzdem geholfen, weil als empathischer Mensch tut man immer helfen. Also bei allem, was er hatte so viele Anfragen, also ich habe ihm immer, egal was er mich gefragt hat, ich habe immer ja gesagt, wirklich. Und dann habe ich ihm halt geholfen im ersten Jahr, musste dadurch meine Masterarbeit ein halbes Jahr später abgeben. Das werfe ich Ihnen bis heute vor. Und die lief aber gut, die erste Messe, ein Glück. Und dann wollte ich ja in die Industrie. Ich habe gesagt, ich bewerbe mich jetzt, ich gehe in die Industrie, weil du bist ja schon selbstständig, macht ja gar keinen Sinn. Und dann er so, nee, ich brauche aber deine Hilfe. Und ich so, ja, schön, dass du studiert hast. Ich so, und dann haben wir wirklich diskutiert. Er so, nee, ich brauche deine Hilfe. Und er hat echt einen krassen Willen, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay. Aber dann musste ich mich mit meiner Angst damals auseinandersetzen. Und zwar mit der Angst, kein Geld zu verdienen. Weil Selbstständigkeit bedeutet ja, du kannst in dem einen Jahr Geld verdienen und in dem anderen gar kein Geld. Und dann habe ich gedacht, okay, damit habe ich mir wirklich eingeredet, so, okay, du bist jetzt jung, du besitzt eigentlich gar nichts gerade, außer BAföG-Schulden. Du machst es jetzt einfach, weil wenn es hart auf hart kommt, könnte ich immer zurück wieder in die Industrie, was bis heute nicht passiert ist. Und dementsprechend habe ich ihm damals geholfen, das aufzubauen. Und dann wurde es so riesig, wo ich dachte, hä, krass. Also ich hatte auch gar nicht so diese Erwartung, dass es so groß wird, sondern wir haben einfach gesagt, die erste lief gut, Geld war über, okay, wir investieren es für die nächste. Und dann wurde es immer größer, Legalisierung. Ich so, boah, das ist jetzt voll das große Ding geworden. Und ich glaube aber mit dieser Naivität sind wir halt so reingerutscht beide und haben einfach weitergemacht. Aber ich glaube, das hat uns so ein bisschen geholfen, weil sonst hätte ich übel Schiss gehabt, ne? Also früher war ich übelst der Schisser. Also ich wollte kein Risiko eingehen, weil meine ganze Familie war immer angestellt. Ich war safe, ich bin angestellt, ich habe hier meine Rente, alles ist gesichert. Bitte lass mich in Ruhe mit deiner Selbstständigkeit, wirklich. Aber jetzt ist es so geworden und wir ergänzen uns auch sehr gut. Also. Aber meinst du, das war so der Startschuss gewesen für dich immer wieder neu zu erfinden, weil du hast ja so viele unterschiedliche Geschäftszweige, die so gar nichts miteinander zu tun haben, also für mich als Außenstehenden. Ja, das stimmt ja nicht. Ja, wir haben eine Messe, dann haben wir noch ein Hostel. Ja, das Hostel kam ja auch, weil mein Mann gesagt hat, ja, wir kaufen jetzt ein Hostel. Und ich so, okay, komm, let's go, wir machen es. Also er hat sehr viele Ideen, auch impulsiv. Aber ich bin dann so der Typ, okay, er holt das Projekt an Land und ich bin so, okay, ich gucke, dass das läuft, das Projekt irgendwie. So ist das irgendwie unsere Aufgabenverteilung. Aber potenziert ihr euch gegenseitig, dass er dich anfixt und dann bist du noch heißer auf das Thema und dann wird es immer krasser oder gleicht ihr euch gegenseitig aus? Wir gleichen uns schon krass aus, aber wir tun uns immer supporten. Also wir wissen, dass jeder seine Erfahrung macht. Also egal, auch wenn er eine Entscheidung treffen würde, die ich jetzt nicht so machen würde, supporte ich ihn trotzdem, weil ich weiß, er macht seine eigene Entscheidung. Und wenn alle Stricke reißen, ziehen wir uns beide irgendwie aus dem Schlamm irgendwie. Das funktioniert schon. Und dementsprechend, ja, und ich glaube aber mittlerweile ist es auch so ein bisschen ist es auch ganz gut, dass ich nicht rauche, aber eher schon, weil wir ganz verschiedene Perspektiven in diesen Markt einbringen, in die Branche. Und es war ja auch eine bewusste Entscheidung, dass ich den Podcast hoste und nicht er, weil ich dadurch auch eine ganz andere Zielgruppe erreiche und weil viele Menschen sich vielleicht zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen oder auch gar nicht rauchen wollen oder vielleicht nur einmal in ihrem Leben mal probieren wollen und dadurch nochmal ganz andere Perspektiven einbringen als jemand, der, weiß ich nicht, jeden Monat raucht. Also wir sind schon sehr unterschiedlich. Ja. Aber hat sich bei dir mittlerweile so eine Faszination für das Thema auch entwickelt? Ich finde das gut, wenn man es bewusst mit Selbsterkenntnis, Wachstum, weil Cannabis wurde ja früher wirklich, weil ich sag immer, die Natur gibt uns jede Pflanze für einen bestimmten Zweck. Die Natur gibt uns keine Pflanze einfach so random hier. Und als ich dann gelesen habe, dass die Menschen das wirklich benutzt haben, um sich selbst kennenzulernen, Kontakt zu sich zurückzuholen, in Form eines Rituals, wirklich,
und nicht nur nebenbei irgendwie konsumiert, dachte ich mir, okay, krass. Und ich sehe es wirklich tagtäglich bei Menschen oder auch bei meinem Mann, wie das Ego so ein bisschen zur Seite gestellt wird und neue Perspektiven, neue Denkweisen. Und das finde ich dann schon sehr bemerkenswert, dass Menschen dadurch nochmal ganz anders denken, weißt du? Was einfach schwer ist, was man sich auch Stück für Stück selbst erarbeiten kann. Aber wenn Grasrauchen mit dem einen hilft, dann go for it, weißt du? Wir haben ja viel gequatscht. Und wenn die Zuschauer sich nur eine einzige Sache merken sollen aus dieser Session, was wäre das? Ich würde sagen, Cannabis kann bei bestimmten Erkrankungen unterstützend helfen, ist aber nie die Lösung für das Problem. Und es sollten immer erst alle anderen Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, bevor man Cannabis medizinisch anwendet. Aber dann kann es wirklich eine echte Option sein. Cool. Danke dir und danke für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Zeit. Was für ein cooler Typ ist Bertan, bitte. Ich hätte noch stundenlang mit ihm weiter quatschen können. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne ein Like da. Kommentiere, welche Erfahrungen du gemacht hast mit Cannabis oder wen ich auch einladen soll in die nächste Folge. Folge dem Kanal auf jeden Fall, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.